Liebes Element Erde, hier kommt euer Quickblick in den Juli. Stier, Steinbock, Jungfrau. Okay. Als grundlegendes Thema zeigt sich bei euch irgendetwas, das euch so ein bisschen beunruhigt. Vielleicht fühlt ihr euch gestresst, ihr versucht euch neue Türen zu öffnen und es bringt hier viel Unruhe mit von außen, viel Geschwätzigkeit. Vielleicht fühlt ihr euch auch so unsicher, weil ihr das Außen hier als Einfluss mit dabei habt, ne? Das heißt, eure eigene Sicherheit wird so ein bisschen mit getestet. In der bewussten Ebene habt ihr, dass es auf euch selbst ankommt, ne? Es geht einfach darum, dass ihr euch um eure Themen kümmert, um eure Sachen, dass es wichtig ist, wie ihr euch entscheidet. Das ist euch bewusst, das Außen kann dir hier nichts, ne? Das ist halt ein Einfluss, aber es geht um deine Entscheidungen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ihr auch alles seht hier. Wir haben hier unten das Kind. Das Kind sagt im Unterbewusstsein, es möchte etwas neu gestaltet werden. Vielleicht spricht auch das innere Kind gerade sehr mit euch bei euren Themen oder hat irgendwie Einflüsse drauf. Vielleicht habt ihr auch Einflüsse mit Kindern. Und wir haben in der jüngeren Vergangenheit ein bisschen Finanzthemen, ne? Möglicherweise habt ihr hier viel Dinge mit dem Thema Geld gehabt, die zu klären waren, wo ihr euch unsicher gefühlt habt, ob euch die Finanzen reichen, ob ihr bekommt, was euch zusteht. Und wir sehen hier in der näheren Zukunft schon eine Ernte für euch, ne? Die Sense bringt euch vielleicht auch schneller als erwartet eine Ernte. Sie bringt hier aber auch eine Warnung mit, ne? Es geht ein bisschen darum, keine Züge zu machen, die vielleicht unüberlegt sind, damit keine Verluste entstehen. Ja, Selbstwert, Eigenliebe, Verletzung, vielleicht auch Verletzungen aus Kindertagen, die mit dem Thema Versorgtsein zu tun haben, zeigen sich für euch im Juli. Möglicherweise kommt ja auch noch eine Geldausgabe, die ihr nicht erwartet. Etwas, was euch am Herzen liegt. Vielleicht auch etwas, das ihr euren Kindern gönnt. Ja, das Umfeld nimmt euch so ein bisschen wankend wahr. Vielleicht auch kommen viele Einflüsse, die Schatten aufwerfen. Ich glaube, das zentrale Thema wird hier für euch sein, bin ich versorgt und wenn ja, wie? Reicht mir das Geld und wenn ja, wie? Und da gehen vielleicht viele Schatten mit einher, viele Gefühle kochen hoch. Auch von Einflüssen, die ihr nicht selber herführt, sondern die von außen mitschwingen. Ja, eure Hoffnungen und Ängste, dass hier ein Gewitter kommt, dass irgendetwas sich nicht klären lässt oder dass ihr irgendwie den Nebel, der um euch rum ist, nicht auflösen könnt, dass etwas nicht geklärt werden kann, so dass es euch zugunsten kommt, habe ich irgendwie. In der längeren Zukunft sehe ich für euch das Thema Harmonie. Also das ist auf jeden Fall etwas, das ihr in Frieden austragen könnt. Auch wenn es momentan vielleicht nicht so scheint, auch wenn es Kraft und Vertrauen kostet. Auch das könnte hier möglich sein. Mit dem Bären haben wir immer auch so Einflüsse. Da geht es um die eigene Größe, um das Thema Vertrauen ins Leben haben. Möglicherweise geht es auch hier um Gelder aus der Vergangenheit, die mit anderen Personen zu tun haben oder wo eben einfach so Familieneinkommen mit dran hängt.
Die einen oder anderen wollen vielleicht einen Neubeginn in der Liebe starten und haben aber die Befürchtung, dass ihnen die Kohle nicht reicht. Ja, guckt mal. Familie und der Wolf. Und hier haben wir oben die Lilienkarte. Also zukünftig, in der längerfristigen Zukunft, sieht man bei euch tatsächlich die Familienthemen. Irgendetwas, was familiär vielleicht schon in euch gelegt wurde. Und das bestätigt mich jetzt wieder in diesem Ding, dass ich denke, es geht um das Versorgen und Versorgtsein. Um das Geld von vielen Personen, um die Gefühle von vielen Personen. Hier ist alles ein bisschen abhängig voneinander und miteinander. Und vielleicht bist du ja auch nicht mehr in der Stimmung, das alles so mitzumachen, wie es sich hier zeigt. Das kann auch sehr gut sein. Und dann haben wir hier noch den Übergang. Also mit dem Wolf hier oben hat es auch so ein Thema von hinter jemanden stehen. Hier geht es auch um deine eigenen Blutsverwandten, aber natürlich auch um deine Wahlfamilie. Du bist in Sicherheit, du hast nur das Gefühl, du bist nicht in Sicherheit. Es geht ja um das Ausdrücken der Wahrheit auch. Und es geht um ein hohes Maß an Loyalität und soziales Verhalten. Und doch hat jeder in dieser Mitgliedschaft einen eigenen Platz. Teile hier mit den anderen, was Sache ist. Es geht um deinen Familienstamm auch. Und es geht auch darum, dass andere vielleicht dich mal unterstützen. Also, dass du nicht immer der Geber bist, sondern dass du auch akzeptierst, dass du manchmal vielleicht Hilfe von anderen annehmen musst, darfst, kannst. Der Übergang hier zeigt dir natürlich auch etwas an, wo du in eine andere Phase gehst, wo du auch Übergänge feiern darfst, anstatt sie, ja, so den Austritt aus dem gewohnten Umfeld, den empfindet man nicht immer so als harmonisch oder da fühlt man sich manchmal auch nicht sicher. Aber ja, hier geht es darum, dass du eben an einem Hafen ankommst, dass du deine Segel setzt. Du bist definitiv in Sicherheit. Das Thema Sicherheit legt sich als Ausgangspunkt und der Übergang sagt dir, vielleicht ist es jetzt komisch und es fühlt sich nicht harmonisch an für dich, aber es ist sicher für dich. Deine Übergänge sind sicher. Und der Steinkreis, der wird dich auch genau dahin bringen, wo du sein musst. Hier geht es ein bisschen um eine mystische Pilgerreise und tiefe Erkenntnisse, die sich dir zeigen wollen. Okay, wir nehmen auch für dich noch einen Engel, wenn ich ihn finde. Der Engel der Achtsamkeit. Der Engel der Achtsamkeit hilft dir dabei, im Augenblick zu leben und aufmerksam gegenüber den Dingen des Lebens zu sein. Öffne dein Herz, das liegt ja auch bei dir in der eigenen Sicht. Gucke, was um dich herum geschieht, besinne dich dabei auf das Wesentliche, Liebe, Ehrlichkeit, Dankbarkeit und lebe einfach den Moment, anstatt immer so viel dich auseinanderzusetzen mit dem, was kommt in 10 Jahren, oder gucke auch bewusster auf die Dinge um dich herum, die dir vielleicht ja auch einiges mitgeben wollen, das du übersehen könntest, wenn du nicht fokussiert bist. Okay, ihr Lieben, das war euer kleiner Ausblick in den Juli, liebes Element Erde. Ich drücke euch
Bis bald.